Jo Leute, kurz bevor es losgeht, es gibt jetzt einen eigenen Freizeitflugsphäre Discord-Server, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Servus Leute, heute baue ich mir eine Kohleesse. Ich habe nämlich eine größere Menge Koks und Kohlen geschenkt bekommen und die möchte ich, obwohl ich zwar eigentlich der totale Gasessen-Fan bin, für meine Schmiedeprojekte verwenden. Da seht ihr meine allererste Esse überhaupt, die war aber damals nur für meine ersten Schmiedeversuche und die hat nie wirklich gut funktioniert. Ich verwende für die Kohleesse 6 mm Baustahl, wie geeignet das wirklich ist, dazu komme ich dann am Ende. Ich habe jetzt übrigens ein Fülldrahtschweißgerät, als bisher immer nur E-Handschweißer ist das der totale Luxus. Der Lüfter, den ich verwende, der ist aus einer Autoklimaanlage, der läuft auf 12 Volt, hält aber bisher auch die 24 Volt ohne Probleme aus. Wer etwas Stärkeres sucht, den empfehle ich solche billigen Hüpfburg-Gebläse, die habe ich zum Beispiel bei meinem Schmelzofen immer in Verwendung gehabt. Ich lackiere die Außenseite mit Hitzefestlack, einfach nur um Rost vorzubeugen. Das hier ist Wasserglas und zwar eine meiner absoluten Lieblingschemikalien. Das mische ich mit Sand und kleide damit die Esse aus. Damit kommen wir auch schon zum experimentellen Teil des Videos, und zwar ist ja momentan bei uns Lockdown und damit habe ich auch nicht die Möglichkeit, so schnell an Feuerbeton zu kommen. Das Wasserglas-Sand-Gemisch hält aber ungefähr bis 1100 Grad, ich hatte mit dem Schmelzpunkt zumindest noch keine Probleme. Das Wasserglas muss nur besonders vorsichtig getrocknet und erwärmt werden, ansonsten verbiegt es sich. Ich habe dann eine Schicht Feuerkleber drüber gekleistert, einfach weil die ganze Oberfläche dadurch etwas härter wird. Nun, wozu brauche ich eigentlich die Isolation? Um die Hitze zu halten brauche ich sie nicht, aber der Baustahl, der fängt sonst zu glühen an und man muss sich bewusst sein, dass der mit der Zeit dann immer dünner wird. Alte Gasessen, die bestehen aus Gusseisen und zwar oft bis zu 2 cm dick. Das Gusseisen scheint die Oxidation da wesentlich besser auszuhalten. Die Isolation mit Wasserglas kommt mit der Hitze super zurecht. Das einzige Problem ist die Schlacke, die beim Verbrennen von Kohlen entsteht. Die klebt sich überall fest und wenn man die rausklopfen möchte, dann zerbricht meistens auch die Isolation. Aber so viel werde ich die Esse jetzt auch nicht verwenden, für meine Zwecke reicht's und der Mast schmiede ich ja sowieso immer weiter noch in der Gasesse. Die Esse ist relativ schmal geworden, das liegt einfach daran, dass ich nicht mehr Material hatte. Ich würde euch da empfehlen, dass ihr die genauso lang wie breit auf jeden Fall baut. Und was ich euch auch noch empfehlen kann, ist eine sogenannte Ringdüse. Da könnt ihr auf Google mal nach ein paar Bildern suchen. Und zwar könnt ihr damit dann noch besser die Luftzufuhr kontrollieren und die Düse wieder freiklopfen, sollte sich die unterm Arbeiten mit Schlacke verstopfen.
Hier unten seht ihr, wie ich die Luft regulieren kann. Ich mache das aber auch noch, indem ich zwischen 24 und 12 Volt wechsle. Das hält der Motor bisher ohne Probleme aus. Man kann das Ganze natürlich auch mit einem regelbaren Netzteil oder mit einem Labornetzteil betreiben. Damit bin ich auch schon am Ende vom Video. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mit meinen Erfahrungen anfangen. Und damit bis zum nächsten Mal.